Kannst du dich an mein letztes Video erinnern, wo ich mich so aufgeregt habe, dass ich eine halbe Stunde gelabert habe und nicht auf Aufnahme gedrückt habe? Rate mal, was mir gerade passiert ist. Ich könnte kotzen. Okay, also, von vorne nochmal. Heute geht es um das Thema. Erstmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Ich bewerte Make-ups von YouTubern. Und heute geht es nicht um ein Frauen-Make-up, sondern ich habe mir letztes Mal extra was abfotografiert, weil ich mir gedacht habe, hey, das will ich jetzt mal sehen. Und zwar ist es ein Make-up-Artist, aber ich schätze ihn. Also ich sehe es jetzt erst gerade, ich habe das Standbild gerade, ich zeige es dir gleich, aber ich schätze ihn jetzt nicht als schwul ein, weil viele Make-ups quasi sind mir im Internet viel zu feminin dargestellt. Und ich bin gespannt, was er macht. Also es geht um Contouring und Highlighting, aber als Mann. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, wir schauen mal rein. Ich halte das mal hin. Ich brauche nämlich hier gleich synchron die Stimme. Und dann gucken wir mal. Hey everyone, okay, so today I'm going to be going over contouring with you. I'm going to be creating playlists and sections, re-going over some things and to help explain various techniques. I don't think I've really shown this technique because what I tend Ja, also weißt du, was ich jetzt meine? Er macht mir jetzt keinen schwulen Eindruck. Ja, also quasi, ich würde sagen, wenn er etwas zeigt, ein Make-up für einen Mann, dann wird es auch männlich. Aber das Ding ist einfach ein Männer-Make-up. Alles, was im Internet, auf YouTube und so weiter gezeigt wird, die meisten Sachen sind mir persönlich viel zu feminin. Als Mann, ein Mann braucht keine Rundungen, ein Mann braucht kein Glow, ja, also quasi so, ich bin gespannt, was er macht, weil, also ich kenne ihn, kennst du ihn? Also vielleicht schreib er mal hin, weil wenn er schwul ist, okay, dann ist, wenn er zu viel macht, eben das verständlich. Aber wenn er ein reines Männer-Make-up macht oder zeigen möchte, als Make-up-Artist, also ich verstehe das noch nicht ganz, ich habe schon ein Bild gesehen und du wirst gleich sehen, was ich meine. Also für mich ist die Frage, zeigt er das jetzt als Mann? Zeigt er das jetzt, wie man Contouring macht, an sich selber, aber für eine Frau? Oder zeigt er das an sich selber für ein feminines Männer-Make-up? Also wir schauen mal. to do with contouring is do everything under foundation, but we're going to do it over for this video and this technique. I've already primed my skin, which I've used the Tom Ford Illuminating Primer, which is really an illuminating moisturiser, which is why I've used it, because it's very good. Now, because I've got a myriad of products to pick from, I'm going to be picking from the Tom Ford range. I'm going to be starting with foundation, and this is number 6 in Sable. Okay, also er verwendet als Basis ein Primer. Ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr, Primer, ich bin nicht so der Fan davon, weil die meisten Primer auf Silikonbasis sind und so weiter. Das kommt immer auf das Produkt an, aber schaut bitte drauf, wenn ihr ein Primer für jeden Tag verwendet, dass eben Silikone, Parabene und so weiter alles vermieden sind, weil es kommt als erstes auf die Haut. Und darum soll es was Gutes sein. Da würde ich sagen, jetzt für einen Mann, hol dir eine geile Pflege. Es gibt so geile Pflegen da draußen, auch für Männer. Ich persönlich würde tendenziell, ich bin auch Make-up-Artist, aber ich würde tendenziell als Mann eher zu einer guten Pflege greifen, anstatt wie zu einem Primer. I'm only using a single pump and I'm using my number 10 brush. And all the information on the products and where to buy the brushes, if you want them, is in the description bar. The idea, the whole goal with foundation is to even out the skin tone. It's not to eradicate everything on the face. Mein Englisch ist so schlecht, aber auf jeden Fall, wenn er das Make-up jetzt auftragen würde wie eine Frau, also quasi sehr, sehr deckend, dann wäre es zu hell. And when you're contouring and highlighting, you are already going to be adding numerous product to the skin. So you
Was sehr gut ist, es ist ein beige-lastiges Make-up. Er hat zwar eine leichte Rötung im Gesicht, aber durch diesen Beige-Ton im Make-up, in der Foundation, beige neutralisiert rot, kriegt er die Rötung etwas weg und das Ganze wirkt nachher ebenmäßiger. Jetzt ist aber so, als Mann, du darfst nicht zu viel verwenden. Wenn du zu viel verwendest, wirkst du wieder geschminkt. Wenn du zu wenig verwendest und du es nicht richtig einarbeitest, bekommst du Flecken. Auch dann sieht man es. Gerade wenn du rausgehst, ins Tageslicht und so weiter. Also Männer-Make-up ist schwer, weil für mich ein Männer-Make-up darf man nicht sehen. Und drum würde ich lieber tendenziell Wert auf eine geile Pflege legen und eine Foundation etc. nur, wenn es darum geht, vielleicht wegzugehen, fürs Fernsehen, für die Bühnenshow, für die Disco, für keine Ahnung was, aber alles ganz human und nicht zu viel. You don't need as much foundation. So I just want to add a tiny bit of evening outness to the skin. So I'm just blending this in with the brush. There you go. That's all I needed. Now, okay, jetzt hier mal so, von der Farbe her ist es schön. Durch das, dass er sehr transparent gearbeitet hat und es gut verteilt hat, kann man das durchaus tragen. Auch für einen Alltag, wobei bei vollen Sonneneinstrahlung, es kommt auf die Foundation drauf an. Man müsste gucken, was für Eigenschaften die Foundation hat, wie sie sich bei Licht verhält, etc. Aber er hat es so aufgetragen, dass die Haut transparent ist oder dass die Foundation transparent ist auf der Haut, dass seine eigene Haut noch durchschimmert und dadurch bekommt das Ganze natürlich einen Look. Aber jetzt wird er darauf achten, arbeitest du zu transparent und hast die Foundation nicht komplett auf deinem Gesicht verteilt und hast irgendwo etwas vergessen, dann durch diese Lichteinstrahlung vom Tageslicht etc. wird man es sehen und dann wirkt deine Haut, obwohl es transparent ist, wieder geschminkt. Also bei einem Mann eine sehr, sehr heikle Sache, ein Make-up zu machen, was man nicht sieht. Also das braucht die perfekte Farbe und das perfekte Make-up. Bei einer Frau ist was anderes, da darf es ruhig geschminkt aussehen, aber bei einem Mann eben nicht. I'm going to be taking 2-stick foundations for this. I'm going to be taking number 5 and number 12. So there's quite a jump here. So I'm going to start with the highlighting stick, which is again, they're all by Tom Ford. And I'm going to show you the areas of the face that I think could do with some highlighting. I'm taking a concealer brush. Now this is my brush, but it has no name or number yet. Highlighting bei einem Mann, ganz ehrlich, vielleicht Augen, ja, Augen etwas wacher, frischer gestalten, aber Highlighting, Contouring bei einem Mann, ich bin gespannt. This is not out. I would like to highlight underneath the eye area, down the nose. I would like to highlight here. The areas that you highlight will come forward at you. So let's begin. So I'm going to go here, and I'm doing this heavy, but you don't have to, but it won't look heavy because we will blend. So I think this is a good area to highlight. I'm going just past the eyebrow up into the cheek. So if you don't have a beard, you want to highlight around the lip area. So schaut mal kurz auf das Bild und auf meine Maus. Unter den Augen okay. Durch das, dass er jetzt hier nach hinten geht, hell hebt hervor. Und vergleicht jetzt mal die zwei Hälften. Einmal ohne Concealer, einmal mit Concealer. Schaut mal auf meine Maus. Ja, einmal die Hälfte ohne Concealer, einmal die Hälfte mit Concealer. Welche Seite wirkt breiter? Richtig, mit Concealer, weil hell hervorhebt. Und das ist die Frage, möchte er das Gesicht breiter, rundlicher machen? Bis jetzt wird es breiter. Jetzt warten wir mal noch, was es kommt. Also was kommt. So I'm just going to do this bit here, but you would go around. Hat überhaupt keinen Sinn, was er macht, weil, nochmal, hell hebt hervor. Wenn du eine Lippe, also er möchte, schätze ich mal, seine Lippe hervorheben, dann machst du hier dunkel, dunkel bringt Tiefe, die Lippe bleibt hell, hell hebt hervor, was passiert? Dreidimensionaler Effekt, Lippe wird größer, hier gibt es eine Kontur, also wirkt die Lippe voluminöser. Was er jetzt macht, er hält es auf, damit macht er seine Lippe gleich, ebenmäßig. Also das hat keinen Sinn.
der Part hier unten hat null Sinn, was er macht. Für mich persönlich. Für mich persönlich. Don't forget to go down the bridge of the nose. And I'm following it all the way down to the tip. And then we're going to highlight kind of this section here, just in the middle. So now I want to get on with the scary. Also Lichtreflexe, okay, aber das ist halt wieder, das ist eigentlich eine typische Frauen-Highlighting-Technik, was er jetzt macht. Bin noch nicht überzeugt. Which is the contouring. So I'm taking the same brush, and this is number 12 in the Tom Ford stick. I'm going to create a kind of half moon halo. So I'm going to start here and here, like this, and the same principle. How cool am I? I'm pretty much doing this blind, just with the viewfinder. Okay, also er gibt jetzt Kontur und macht sich die Stirn weicher. Jetzt ist wieder die Frage, bei einer Frau, braucht eine Frau Ecken und Kanten? Muss eine Frau harte Konturen haben oder sieht schöner aus, wenn es weich gezeichnet ist? Darum sagt man ja auch, bei einer Frau, das optimale Schminkgesicht sind die Proportionen des ovalen Gesichtes. Warum? Weil ein ovales Gesicht von Natur aus weiche Rundungen hat. Das macht das Gesicht viel natürlicher, weicher, femininer. Ein Mann braucht eher weiche Gesichtszüge oder darf ein Mann eher Ecken und Kanten haben? Maskulin. Härtere Gesichtszüge. Und was er jetzt macht, ist eigentlich für mich wiederum persönlich zu feminin, weil, was macht er? Meine Mütze, das ist die perfekte Form. Man sieht ein ovales Gesicht, hat diese weiche Rundung hier. Das heißt, alles, was hier drüber ist, Geheimratsecken und so weiter, schattiert man ab. Dann bleibt diese weiche Rundung übrig. Das macht weicher, natürlicher. Aber meine persönliche Meinung, das gehört zu einer Frau und nicht zu einem Mann. Also ich weiß noch nicht, wo er hin will. Für wen soll das Make-up sein? Das verstehe ich noch nicht ganz. So I would like to create more contrast along this sort of area here to build dimension. I would like to contour from the start of the eyebrow all the way down the nose. Same thing on the other side, starting from there and going all the way down. I'm going to wrap it around the tip of the nose to lift the nose, and even though I've highlighted all the way down, I'm just going to create a little break right here just to lift the tip of the nose. So there's your cheekbone. You want to go just under your cheekbone, or if you'd like to lift it, you can go a little bit higher up. Start from the ear, and we're going to just drag the colour here. And you want to go at your jawline. Mine's here, but for this tutorial, I'm going to just go here. Als typisches Just to add a little Frauencontouring. bit more kind of Wangenknochen dimension. rausholen. Now, bear in mind that contouring is the one thing that I can do really well. So you want to go into it with ease, as in use a colour that's a shade lighter or a shade darker than your foundation shade, rather than the extreme that I've done here. So let's blend this in. This is a damp beauty blender sponge, that's all it is, there's nothing else on it. So I'm going to start with the light shade, and I'm bouncing this product onto the highlighted area. That's all. This is filmed in as true HD as we're going to get, so you'll see the texture on the skin, and I promise you it's going to look great. So I'm going to blend underneath the eyes and up. You're patting and blending as you go. You're being as gentle as you can to your face. You're just trying to blend. Ja, also das ist für mich persönlich jetzt ein normales Contouring, eigentlich für eine Frau. Mir ist es zu viel. Ich bin gespannt, wie es am Schluss aussieht. These colors into the surrounding skin. Aber Geschmäcker sind verschieden. Again, we want to blend here. This looks amazing right around the lip when you do lipstick, because it really highlights that area. Macht er das? Ich kapier's nicht. And if you've got discoloured lids, you can go over this area too.
and you're blending it into nothing. So now what I'm going to do, I'm going to leave the nose for the time being, do a round, and then we'll blend the nose all in together. So same sponge. You notice I'm bouncing it. Also was ich ja nicht verstehe ist, weil es auch noch mit Lipstick und so weiter, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Also wie gesagt, mir ist persönlich egal, für was er das macht. Aber für mich ist es, wäre es einfach wichtig, zeigt er das jetzt als Mann, dann wäre es mir zu viel. Zeigt er das für eine Frau, dann ist es wieder okay. Zeigt er das für, ich sage jetzt mal, ein Männer-Make-up mit femininer Wirkung, dann ist auch okay. Aber für ein Männer-Make-up ist es mir zu viel. I'm bouncing it out and up. So the whole thing is kind of going towards the hairline. I'm not coming forward to bring it down. Now, because I've created such a strong contrast between these two colours, I'm going to take this sponge and then just kind of really lightly, with almost no pressure, just bring the two together. So I'm coming onto that highlighted plane here so that it's not as harsh. Again, blend and blend slightly up and then slightly back. So you can see that kind of streak. Let's just blend them in. You'll see, don't be scared. If you're worried, you can take a tiny dab of foundation to just go over those areas. That might be really wonderful and help to kind of seal it all in. Ja, also das Ergebnis ist gut. Ja, also das Ergebnis sieht gut aus. Ist schön geblendet, schön weich, die Übergänge sind zart. Für mich die einzigste Frage, was ich mir einfach stelle, ist, für wen zeigt er das? Das habe ich noch, vielleicht habe ich es überhört, weil mein Englisch nicht so gut ist, aber das wird mich jetzt noch mega interessieren. Für wen zeigt er diese Technik? Wie gesagt, die Vorgehensweise ist cool. Das Ergebnis ist schön. Also da kann man echt nichts sagen. But you can see that there is this really nice kind of, I don't know how to explain it, but it just looks like the face isn't just one-dimensional plane that we just paint it with foundation, this one colour. It looks like it's got structure in it. So let's just do the other side. Ja, es hat jetzt schon mehr So you Kontur. can see there is no strange lines on the face. Everything looks like it should be there, but it's got this dimension. You can see where the highlight is. So I like to blend the nose. I'm blending the upper part, then the lower part. And then I'm blending this slightly darker colour and I'm just bouncing over the two. That's all I'm doing. I'm going to go to the sides of the nose and blend down. Ich bin mal gespannt, weil das Video geht ja noch ein bisschen. And blend into the eye. Bin mal gespannt. Brow. The whole thing should become one. So when you're complete and you think that that's pretty good, double check it, go on to the side that has nothing on to just make sure that there's no real hard edges. Also das macht er gut. Also wie gesagt, ich glaube, er ist ja auch ein ultra krasser Make-up-Artist. Ich meine, hallo, 3,5 Millionen Follower. Also der Typ weiß, von was er spricht. Und er macht auch ein geiles Ergebnis. Auch die Übergänge, er geht nochmal drüber, er macht alles weich. Also wie gesagt, man sieht schon, er arbeitet sehr stark, er achtet sehr stark auf diese Feinheiten, weiche Übergänge, dass alles ausgesoftet ist. Und die Haut wirkt nachher auch Bombe. Das Gesicht ist auch geformt. Aber jetzt nochmal, für ein Männer-Make-up wäre es mir jetzt persönlich zu viel. Das ist nur eine persönliche Meinung. Ne? Also you're just bouncing the clean part of the sponge over the face. So all we need to do now is set it. I'm not going to set it all over. I don't want to touch half of the face. What I want to touch are the areas that I don't want to be shiny. It's all Tom Ford in this tutorial. It's not sponsored. I'm just a big fan. So make sure you've not got too much powder on the brush. I want to matte down this area in the center. Don't want this shiny. I don't want the nose. Ja, also gerade bei Männern oder so T-Zone ist immer das, was am schnellsten und am meisten glänzt.
Aber auch das bekommt man mit einer Pflege für einen dauerhaften Effekt mehr in den Griff. Also würde ich lieber wiederum mehr Wert auf eine gute Pflege legen, um eher meine Haut ins Gleichgewicht zu bekommen, dass ich eben nicht mehr so schnell glänze in der T-Zone. Und das, was er jetzt macht, wäre für mich jetzt persönlich wirklich echt nur, das wäre ein Männer-Make-up für mich persönlich für ein Event, wo ein Abendlicht ist, wo Abendbeleuchtung ist, aber nichts für einen Tag. Nose shiny, particularly the sides of the nose and around the nose. Those areas don't look pretty Oder Fotoshooting. when there's shine on them. So going around it as well. Don't forget to powder here, very important. The other area that's important to powder is underneath the eyes. Now, what you want to make sure is that none of the foundation or concealer, whatever you've used, has gone into any of the lines. Then take your powder brush and very lightly powder under the eyes. Now this is my number 2 and it is as soft as they get. So I'm only powdering here, not touching anywhere else. I don't want to touch there because I want there to be shine where there's shine. I think it looks nice and healthy. And I don't want to put anything else on the face. I don't want to put bronzer on. I don't want to put blush on because I want you to see it exactly kind of as it is right now. Because now what we've done is we've created a higher plane here, and all these things will connect up when we do our makeup. When we do our eye makeup, we pull it out. As we pull that dark shadow out, it will meet this highlighted area here and it will blend into it. As we put our bronzer on, it will greet these darker shades down the sides of our face and blend in beautifully. As we put blusher and highlighter on, they will blend into the contour and the highlight, creating this wonderful illusion of amazing facial architecture, amazing bones, amazing planes on the face, which is what we want. And that is how I would contour with using stick and liquid products over foundation. Now this is part 1. Okay, ich muss den erstmal kurz abonnieren. Ach so, habe ich schon. Den habe ich ja schon abonniert, okay. Auf jeden Fall, also jetzt so wie er erklärt ja noch mit Augen-Make-up und Bronze und so weiter. In all the other parts that I'll show you numerous different ways to contour and highlight, and I will group them all together in a playlist for you, so it'll make it much easier. For some people, contouring and highlighting is a pain and it's a mystery. For me, it was always the one thing that came really, really easy, the one thing that I was very good at. Okay, also, Fazit. Er erzählt es noch ein bisschen. Mir ging es einfach mal nur um das mit der Kontur. Jetzt hier über den Bildschirm, über ein Video, sieht das recht human aus, wo man denkt so, ja, okay, er hat Kontur, die Haut wirkt frischer, ebenmäßiger, ne? Also quasi, er ist schon gut. Aber man würde sehen, dass er geschminkt ist, wenn er draußen im Tageslicht rumläuft. Drum sage ich, für ein reines Männer-Make-up wäre es mir zu viel, ein Touch zu viel. Wird es in den Abend reingehen, für eine Show, für eine Gala-Veranstaltung, wo nur Abendlicht ist, Spotlights und so weiter, wo das Licht gedämpfter ist, dann wirkt es so wie hier über den Bildschirm, dann ist es okay. Aber das war jetzt mir nicht so ersichtlich, worum geht es bei diesem Make-up. Ist das jetzt Contouring wirklich für einen Mann oder ist es Contouring für eine Frau, weil es ist mir zu weich. Man hat das alles zu weich, zu ründlich. Ja, da fehlt nachher so das Maskuline, der Mann. Ja, da dürfen ruhig Ecken und Kanten drin sein. Also drum, man kann schon Rötungen kaschieren, leicht ein bisschen was abdecken, Augen ein bisschen strahler machen, aber da müssen Konturen rein, so ein bisschen, also Ecken rein, ja, und von dem her, das darf nicht weich werden. Das war mir noch so ein bisschen unklar, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung und mein persönlicher Geschmack, ist gar nicht für die Öffentlichkeit oder für die Masse, weil, ich muss auch ehrlich sagen, Männer schminke ich so unglaublich selten, das ist gar nicht mein Metier, weil ich immer sage, hey, wenn ich einen Mann schminken würde, der wäre gleich fertig, weil, was willst du denn da machen? Ein Mann muss Mann bleiben. Ja, also schreibt es mal in die Kommentare,
wie du das siehst. Ist das für dich ein Männer-Make-up oder denkst du auch, oder ist es für dich so in die Richtung, es wird schon ein bisschen too much? Also das sind wirklich, da scheiden sich so die Meinungen. Die einen sagen es okay, die anderen sagen es too much. Für mich persönlich, so meine Meinung, wie gesagt, mir wäre es zu viel, weil es eben zu feminin wird durch das ganze Weichmachen, Contouring, Highlights setzen und so weiter. Hier sieht man es nicht so, aber im Tageslicht wird man das definitiv sehen, dass er geschminkt ist. Ich bin gespannt. Vielen Dank, dass du Teil meiner Community bist. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Rock the Make-up, und wenn du ein Video hast, schick's mir. Ich habe so Bock drauf, Videos, wo du sagst, schau mal rein, Make-up-Rocker, habe ich voll Bock drauf, das zu machen. Also wenn du irgendwas siehst oder sagst, hey, schau mal bei der rein, der Gibi oder wie auch immer, die hat ein neues Video, sag's mir. Dann gucken wir das zusammen an. Rock the Make-up, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.